Lieber dreimal nur ordentlich fahren und jedes Mal safe ankommen, anstatt einmal bescheuert fahren, kurz Spaß haben und dann war es das mit Motorradfahren. Das sage ich mir immer. Und das war früher auch immer das Ding, so mit 16, 17, 18 mit der 125er, wenn du da deine Gruppe hast, einer fängt an Scheiße zu fahren, man ist jung, man ist in der Pubertät, ballert jeder irgendwie, macht jeder Scheiß und dann liegt einer auf dem Maul und dann denkt man sich, warum macht der denn das? Also einfach fahrt immer ordentlich, denkt daran, dass ihr sicher zu Hause ankommt und gebt einfach einen drauf, wenn jemand sagt, ihr fahrt uncool, weil ihr ordentlich fahrt. Denke ich mir auch so, was ist denn sein Problem? Meistens sind das Leute, die selber nicht am Motorrad fahren. Und von daher ist es mir auch egal. So. Ich will ein gutes Vorbild sein. Für Leute, die sich das angucken oder so. Dass man sich ein Beispiel nimmt. Zumindest beim Motorradfahren. Nice. Man muss jetzt nicht immer hier, wo 70 ist, Strich 70 Tacho fahren. Das sage ich auch nicht. Aber einfach nicht, dass wenn irgendwo 50 ist, dass man damit 70 langballert. Es hat ja auch schon seinen Grund, dass das da ist. Und besonders, dass ihr ordentlich fahrt auf Strecken, die ihr nicht kennt. Da kommt da eine Kurve und ihr seid zu schnell oder ihr seid gerade angefangen mit Motorradfahren oder ihr könnt halt einfach noch nicht so gut fahren. Dann liegt man auf der Schnauze. Und darauf hat keiner Bock. Erstens schade um euch und zweitens schade ums Motorrad. Ich weiß auch gar nicht, ob das euch interessiert, was ich hier laber. Wenn das absolut nervig ist und ihr einfach nur gucken wollt, wie ich fahre, ohne dass ich was erzähle, dann kann ich das auch machen. Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Aber irgendwie, manchmal habe ich das Bedürfnis, was zu erzählen. Oha. Ah ne, das war E10 für 1,66, ne? Ja, aber 1,72 Super ist auch okay. Ich dachte kurz Super für 1,66. Das wäre natürlich schon ein geiler Preis. Ach ja, stimmt. Genau. Ich hatte ja gesagt in einem der letzten Videos, dass ich hier schon zweimal lang gefahren bin. Also mit Kamera. In meinem Leben nicht erst zweimal, sondern mit der Kamera zweimal hier schon lang bin. Einmal Fotomodus und einmal war hier zu viel Windgeräusche. Aber ich habe einen Clip, den ich euch zeigen kann. Aber das kommt dann, wenn ich an besagter Stelle bin. Are you stupid or something? Weil das fand ich auch wieder so asozial. Ich kann es auch jetzt einfach erzählen, weil ich schon angefangen habe damit. Das ist gleich, da biege ich links ab. An einer Stelle fahren wir links, weil da die Strecke, so wie ich sie gefahren bin, früher immer weitergeht. Hä? Und ich bin auf der geradeausspur und blinke links und habe mich schon links auf der geradeausspur eingeordnet zum Abbiegen, auf die Abbiegespur. Und dann kommt von hinten einfach irgend so ein Idiot und überholt mich einfach auf der geradeausspur und fährt richtig knapp an mir vorbei. Was laberst du? Was laberst du? Was laberst du? Aber ich weiß nicht, diese Strecke hier ist einfach entspannt. Hier kann man gut fahren, keine Ampel. Hier ist relativ wenig los. Gut, wir haben es auch 4:30. Einfach so eine Landstraßenstrecke. Was ist das für ein Wort? Landstraßenstrecke. Einfach eine Landstrecke. Außerorts. Ländlich. Ländlich, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Eine ländliche Strecke. Nicht eine Landstraßenstrecke. Eine ländliche Strecke. Die Straße ist gut, die ist super geil. Wenig Schlaglöcher. Du kannst hier einfach entspannt fahren. Hat ein paar schöne Kurven. Nicht zu dolle Kurven. Sieht geil aus, Junge. Guck dir das einfach mal an mit dem Raps, kein Mais. Einfach so richtig geil gelb. Da kann man doch nur sich gut fühlen. Dann noch auf einem schicken Motorrad. Für mich persönlich schick. Das Schickste, was es gibt, was ich mir leisten kann. Ist doch einfach geil hier. Schön Wald. Das ist doch einfach... Was gibt's Cooleres?
für jemanden, der gerne Motorrad fährt. Klar gibt es auch viele andere Sachen, die viel geiler sind als das hier. Aber für jemanden, der Motorrad fährt, ist das hier schon einfach eine geile Strecke. Genau, hier nach der Kurve kommt das, wo das war, wo der Typ mich fast umgefahren ja, ich weiß nicht, ob es hat sich eng angefühlt, aber ich weiß nicht genau, wie eng es war. No, God! No, God, please, no! 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 Aber es war eng. Bin so gefahren wie jetzt auch, war links, hab geblinkt, bin nicht auf die Sperrfläche, vielleicht hat ihn das abgefuckt, war hier und zack, überholt er mich von da rechts auf meiner Spur. Kann ich ja kurz einblenden. Habt ihr es gesehen? Also ich habe mich dabei unwohl gefühlt. Boah, das war der erste Moment auf diesem Motorrad, wo ich dachte, oh, war schon knapp. Und da kannst du halt auch nichts machen. Ich weiß nicht, ob es meine Art war, wie ich fahre, weil das habe ich auch schon mal gesagt. Viele Autofahrer erwarten von dir, weil du Motorradfahrer bist, dass du schneller fährst als erlaubt. Habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob es so ist, aber es fühlt sich halt manchmal so an für mich, dass viele Autofahrer denken, oh, der fährt Moped oder Motorrad, ich sage halt immer Moped, auch wenn ich Motorrad meine, der muss jetzt unbedingt, wenn 70 ist und ein Motorradfahrer fährt 70, dann ist das falsch für manche Autofahrer, habe ich das Gefühl. Das passt denen nicht. Oder auch wenn irgendwo 30 ist und ich fahre da 30 oder 35 laut Tacho, dann passt das manchen Autofahrer nicht. Habe ich das Gefühl. Ist ja nicht irgendwo wieder 100? Ja, da vorne ist wieder 100. Boah, jetzt wäre krass, wenn hier rechts alles voll wäre mit so Raps oder so. Das sähe, glaube ich, heftig aus. Alles voll, die Felder da komplett in Gelb. Gut, ich meine verhältnismäßig wenig Motorradfahrer unterwegs, aber wir haben heute auch Montag, 4:30. Da ist auch normal, dass, glaube ich, nicht so viele unterwegs sind. Die Kurve ist hier bekannt bei uns in der Region als Todeskurve, weil da haben sich wahrscheinlich, heißt die so, weil sich früher viele Motorradfahrer dort tot gefahren haben. Kann auch verstehen, warum. Weil du hier ja theoretisch 100 fahren darfst. Aber, ne, 50 ist hier nur noch. Aber früher war hier, glaube ich, mal 100. Und die hat dann irgendwann diese, wie es da auch steht, Querrillen bekommen. Was super scheiße ist, weil es keine Querrillen mehr sind, sondern Huckel. Hier auch immer leicht im Stehen drüber, damit es nicht so wackelt. Und früher waren das nicht so Huckel, sondern Spurrillen. Und das war asozial. Also du merkst den Unterschied schon, ob du da sitzend oder so leicht im Stehen drüber fährst. Im Stehen ist es wirklich wesentlich angenehmer. Ne, hier ist die Weser, das ist die Weser, nicht da, wo wir eben lang gefahren sind. Oder vielleicht ist das, wo wir eben waren, auch die Weser. Und das hier auch. Ich weiß nicht genau, wo die lang geht. Auf jeden Fall ist das hier die Weser. Bro, what are you talking about, man? Und das ist eigentlich auch schon fast dann das Ende von der Strecke. Hier fährst du dann noch so ein Stück parallel zum Fluss. Ein bisschen durchs Wäldchen. Also so wie ich sie früher gefahren bin, ist das das Ende der Strecke. Das ist jetzt keine eingetragene Motorradstrecke, sondern das ist die ich mir selber ausgedacht habe. Aber wir fahren eine andere Variante weiter gleich, weil an der Ampel, wo wir gleich hier am Ende rauskommen, fahre ich sonst immer links, anstatt wie wir es jetzt machen, wir fahren dort geradeaus. Weil
ich einfach mal machen will und gucken will, wo ich dann rauskomme. Ich muss gleich mal kurz schauen nach dem Akku. Schauen wir mal, ne, wo uns das hinführt. Vielleicht kann ich hier gleich irgendwo kurz anhalten, mal nach dem Akku schauen.